mal vorbei. Ja, hinter uns kommt irgendein Rennauto. Ja. Alter. Yo, Mann. Hörst du das im Hintergrund? Ja, selbstverständlich höre ich das. Das ist wieder die pure Musik. Da kommen die Emotionen wieder hoch. Denn Leute, wir befinden uns hier am Nürburgring. Robert, machst du heute auch Taxifahrten oder? Ja, ich fahre heute Taxi. Heute fährst Taxi. Das Also ist richtig das, schön was ich kann. Taxifahrten auf der Nordschleife bietest du an, oder wie? Ja, ich kenne die Strecke in- und auswendig. Darf ich da dann auch mitfahren oder Nee, du muss man nicht. das extra dann buchen? Du bist ein schlechter Beifahrer. Ja gut, das stimmt. Also Leute, wie schon gesagt, wir befinden uns heute am Nürburgring. Wir sind hier schön mit dem E63 Monster hier hochgekommen, denn wir sind hier bei Opus und das, Leute, ist für heute unser Spielzeug. Der AMG GT Black Series, umgebaut von Opus. Wir werden jetzt auch dann gleich mal reingehen. Schauen wir mal, was da drinnen noch so rumsteht. Der Lukas ist nämlich auch schon da. Wir sind ungefähr vor, ja, wie lange wird es jetzt her sein? Schon ein gutes Jahr sind wir hier gewesen. Und da haben wir unseren GT Black Series Project One Edition haben wir hier auch umbauen lassen. Und das Auto hat sich komplett verändert. Ich bin mal gespannt hier vom Lukas der GT Black Series, denn der hat noch mal einen Ticken mehr Leistung anscheinend. Das wird er uns dann gleich noch mal erklären. Aber schau mal, hier auch ganz gut. Also er hat definitiv schon ein paar Runden Nordschleife drauf. Dann haben wir hier die Michelin Pilot Sport Cup 2R Reifen montiert. Hier jetzt das Spezielle mit der MO2-Kennung. Bedeutet, es gibt zwei unterschiedliche Reifen beim GT Black Series. Einmal die MO1-Kennung, die wir auf unserem GT Black Series haben. Bedeutet, der Reifen, die Mischung ist etwas weicher, er ist ein Ticken schneller, aber dafür hält der Reifen nicht so lange. Also das kann man eigentlich sagen, wie wenn du Qualifying fährst, ist halt einfach noch mal ein Ticken schneller, aber hält eben nicht so lange. Und vor allem ist es so, dass speziell hier MO2-Kennung, er braucht einen Ticken länger zum Warmwerden, aber dafür hält der Reifen deutlich länger und vor allem bei Temperaturen über 25 Grad wird dir definitiv der Reifen mit der MO2-Kennung empfohlen. Bedeutet zum Beispiel im Mittleren Osten, die ganzen GT Black Series, die ausgeliefert werden, Dubai, Abu Dhabi, kommen alle serienmäßig hier mit der MO2-Kennung. Also es ist so, MO1-Kennung, weichere Mischung, wenn du hier Nordschleife fährst, ist ungefähr nach 15 Runden ist der Reifen durch. Dementsprechend haben wir hier die MO2-Reifen drauf. Du bist ja noch nie Nordschleife mitgefahren, gell? Nee, noch nicht. Da freust dich, oder? Ja, aber vor allem, wenn du fährst. Und dann fahren wir gleich mit dem ultimativen Monster. Wir sind ja letztes Jahr schon mit dem GT Black Series gefahren, allerdings das Ganze mit Serienleistung. Also ich bin mal wirklich gespannt, was hier so geht. Aber jetzt schauen wir mal hier so rein. Beim Lukas immer ein Haufen AMG, vor allem das ganze GT Black Series GTR. Das ist wirklich hier bei ihm die Kunst. Hast du jetzt die Kamera richtig eingestellt? Ja, das ist ja Sieht bodenlos. man mich jetzt nicht wieder? Ja, endlich. Jetzt schauen wir mal, was hier so rumsteht. Wieder nämlich einiges an GTR, wie ich sehen kann. Der Lukas ist da hinten. Kabel am Aufwickeln. Hello. Die Leute kennen ihn ja schon. Er ist hier der Master, der letztes Jahr unseren GT Black Series umgebaut hat. Auch schon damals den E63. Immer wieder ein pures Kunstwerk, was da veranstaltet ist. Und ich sehe, du hast auch wieder hier schöne Spielzeuge am Start. Ja, ich habe es letztens bei Instagram gepostet. Home of the GT trifft hier, glaube ich, tatsächlich zu, weil wir zu 80% diese Modelle machen. Und ob jetzt nur Leistungssteigerung oder halt eben auch so Track Preparation. Natürlich das Geile beim Lukas, dass es ja nicht nur Software, Tuning, Auspuffanlage ist, sondern wirklich hier GTR, GT Black Series, was ja schon wirklich perfekt für die Rennstrecke vorbereitet ist. Aber trotzdem, was Kühlung und so weiter angeht, dass einfach nochmal hier die Autos besser für die Nordschleife vorbereitet werden. Und das ist natürlich schon geil. Aber sonst hier, ich sehe, da hinten wird auch ein bisschen was Ja, das ist umgebaut am Black Series. Geheimprojekt sozusagen. Ich will jetzt keine Details zeigen, aber der kriegt jetzt eine Titanauspufanlage von uns angefertigt. Das wird eine Spezialentwicklung. Man kann es vielleicht schon mal sehen von Weitem. Also ich sehe es auf jeden Fall schon mal. Da haben wir eine schöne Titan-Auspuffanlage da. Aber bisher jetzt noch nicht getestet, ist jetzt gerade noch im Aufbau. Ja, wir hatten schon ein Fahrzeug getestet. Das ist jetzt im Endeffekt eine Kombination eben mit der Variante der Sportcuts, die du dann halt hast in deinem, in Verbindung mit der Cutback-Geschichte. Ja, also da sind wir noch dran. Kriegt auch eine dritte Klappe, dann hat man die Möglichkeit im Endeffekt den Sound auch nochmal wie jetzt bei der E-Klasse nachzuwürzen sozusagen. Ja, weil wir haben ja im Serienzustand so eine Haarverbindung zwischen den einzelnen Zylinderbänken. Die ist auch nicht variabel und hier hätten wir die Möglichkeit, jetzt die Klappe auf und zu zu machen in der Mitte. Ich sage auch echt immer wieder, für die Leute, die jetzt gerade das Video anschauen und vielleicht einen GT Black Series besitzen sollten,
Auspuffanlage ist ein Muss. Das ändert einfach den Sound komplett, weil serienmäßig musst du einfach sagen, das klingt nicht geil. Erstens ist es leise und zweitens, es klingt nicht geil. Und das, was du letztes Jahr gemacht hast bei unserem GT Black Series, ist wirklich ein deutlicher Unterschied. Aber hier ist, glaube ich, jetzt den Black Series, den ich jetzt dann später von dir fahren darf, ist auch ein bisschen was anders, oder? Noch? Genau, der hat halt ein paar PS mehr als deiner, aber wir haben ja unseren damals mit 860 gemessen gehabt. Wo sind wir bei der dem hat jetzt gewesen? 880. 880. Wir haben zwar jetzt auch natürlich verschiedene Setups auch schon gemacht mit über 1000 PS, aber da muss ich ganz klar sagen, für die Rennstrecke das ist schon krass. Ist es too much. Ja. Also ich sage mal so 920 PS ist eigentlich so das Maximum, wo ich sage, mit dem Auto funktioniert das. Ja. Das heißt nicht, dass das Auto das nicht verträgt, sondern dass es einfach gerade auf der Nordschleife schon echt tricky wird zu fahren. Ja, das glaube ich. Ja, also zu viel Drehmoment und zu viel Leistung nur auf die Hinterräder funktioniert nicht so gut. Also am Ende bist du nicht wirklich schneller, weil du halt viel mehr kämpfen musst. Ja. Du hast auch Geschwindigkeiten drauf. Also ich kann nur sagen, wenn du heute mit dem Auto fährst, Schwedenkreuz voll geht nicht. Der hebt vorne ab. Krass. Du bist so schnell, also du bist irgendwo in einem Bereich, und das ist jetzt kein Witz. Ich bin mit dem Auto einmal gefahren, also keine Rekordrunde. Ich bin ja jetzt nicht Maro Engel, ja, aber schon wirklich eine schöne 640er BTG-Zeit. Also schon zügig. Alles klar, okay. Robert, knacken wir heute, oder? Ohne Probleme. Wir haben ja dich. Das ist ja das. Wir haben ja Downforce, weißt du? Ja, aber genau das ist das Problem. Der bräuchte mehr Downforce vorne. Ja, ist kein Problem. Wir schieben einfach den Stuhl ein bisschen nach vorne. Ja, genau. Ich schneide mich vorne an einfach ein bisschen am Armaturenbrett festhalten. Ja. Dann schauen wir mal, ob das geht, oder? Aber jetzt allen Ernstes, es ist wirklich so gewesen, wenn du dir die Videos anguckst, jetzt von Maro oder ansonsten, wo du halt selber gefahren bist, selbst wenn du da 285, 290 wirklich voll noch über die Kuppe fährst, geht das noch. Aber ich kann dir sagen, 295 ist Feierabend. Dann macht das Ding nämlich den hier. Ach, du Kacke. Und dann hast du quasi schon direkt im Kopf den Unfall damals von dem Nissan GT-R. Ja, das ist krass. Der da über die Begrenzung Flugplatz drüber ist, und das sollte man natürlich vermeiden. Also das ist wirklich so, wo man sagen muss, du musst dann schon wie bei einem Rennauto auch lupfen, aber in dem Fall hängt das hauptsächlich mit der größeren Geschwindigkeit zusammen, die das Auto jetzt einfach aufgrund der Mehrleistung hat. Ne? Also ich bin auf der Döttinger Höhe irgendwie 15 km/h schneller. Am Ende der Döttinger Höhe, als das Serienfahrzeug. Ne? Black Series ist schon, ich habe es ja keine Ahnung wie oft schon gesagt, Leute, aber ich sage es jetzt nochmal, weil ich da davor stehe. Für mich einfach momentan das beste Auto, was für die Rennstrecke mit Straßenzulassung gibt. Ja, klar, Senna ist ein Ticken schneller, aber hier, wenn du dich in das Auto wieder reinsetzt, das ist für mich einfach, das kommt so nah an ein GT3-Auto hin. Einfach von der Aerodynamik, diese Downforce, die du wirklich in dem Auto spürst. Wir werden sie jetzt dann gleich im Auto sehen. Und ja, Robert, du bist ja auch auf jeden Fall am Start. Also du weißt Bescheid, ne? Du musst dich dann bei der Kurve nach vorne lehnen, runterpressen. Man könnte jetzt so einen Schlitten einbauen, wo sich der Sitz bedarfsgerecht regelt. Ja, genau. Wie der Flügel. Das ist doch gut. Ja, aber es ist wirklich so wie du es gesagt hast, die meisten Kunden, wir haben jetzt mittlerweile über 30 Black Series umgebaut. Und zu 90% ging es den Leuten echt nur um den Sound. Also die Mehrleistung nimm mal mit, ja klar. Ja. Es ist ja, wie du weißt, nur eine kleine Softwareanpassung. Denn wenn wir den Auspuff einbauen, haben wir ja schon ungefähr 800 PS nachher. Ja. Durch die Gegendrucksenkung in der Auspuffanlage, vor allem bei den Modellen mit Partikelfilter. Wobei die US-Varianten eigentlich auch nicht so viel lauter sind. Also die haben halt statt des Partikelfilters einfach einen großen Cut. Aber die Kunden sind da genauso unhappy. Also hier vor Ort haben wir schon über 30 Autos umgebaut. Eigentlich alle mit dem gleichen Umbau, von ein paar Ausnahmen abgesehen. Da steht sogar schon der nächste. Ausnahmsweise auch einer in Solarbeam ab Werk. Oh, Solarbeam ist natürlich geil. Robert, dein Taxi, gell? Nicht vergessen später. Ja, ich nehme gleich mit. Das wäre auch dann die richtige Farbe. Geil. Ja, Solarbeam Yellow, mega. Der ist halt ab Werk und einer der wenigen, der es tatsächlich hinbekommen hat, so eine Farbe zu bekommen. Also ich habe damals eine Sonderfarbe haben wollen für den eigenen, und das hat einfach nicht geklappt, weil die Autos aus der ersten Serie, da wollten sie keine Ausnahmen machen. Ja? P1 Edition mal außen vor, aber ich glaube, es gibt, der Schmie war letztens hier und sagt, er hat irgendwie herausgefunden anhand der Kontakte mit anderen Black Series Fahrern, dass fast schon 10 Autos tatsächlich in dieser Farbe existieren. Aber ich meine, einer von 10 ist ja auch schon not bad. Ja, das ist schon Wahnsinn. Vor allem die Farbe kommt ja erst wirklich zum Wirken, in der Sonne, in der Sonne, wenn das Auto in der Sonne steht. Bedeutet, der bekommt jetzt auch Abgasanlage und ein bisschen Software. Genau. Ja.
Ja. Also so das Klassische, was halt dann einen riesen Unterschied bewirkt. Ich glaube... Da hast du jetzt angefahrene, aber immer noch funktionierende MO2 drauf. Das ist ja die härtere Mischung, wie du weißt. Genau. Der braucht ein bisschen länger zum Aufwärmen, aber dafür ist er halt steady. Ja, genau, richtig. Also wenn du da jetzt 3-4 Runden fahren willst, passt das noch. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Robert, bist du dafür ready? Ja, Übrigens, stimmt eine Sache hier noch. ja. Wir sind ja letztens AMG One gefahren, ne? Ach so, ja klar. Jetzt schauen wir mal, ob hier irgendwie dann mal soundtechnisch oder sonst was da so geht. Also der Lukas, der ist ja da immer, ne? Ich glaube, da sollte man schon was hinbekommen, Man könnte den ja erstmal auf den Prüfstand stellen und schauen, was er so hat mit vollen Akkus. Ja, an der Leistung wird es ja nicht scheitern, aber so soundtechnisch, glaube ich, geht da Auch mit das wird Sicherheit mich noch ein bisschen was. interessieren. Und wir müssen ja ein bisschen Gewicht verlieren. Das ist ja sehr schwer, was da alles so hinten drin ist. Aber da haben wir noch ein bisschen Zeit. Das wird wahrscheinlich erst irgendwann nächstes Jahr dann werden. fangen ja jetzt gerade mit dem Bau an. Ne? Die haben mit den ersten Autos jetzt mit der Produktion begonnen. Unser Auto ist tatsächlich auch schon mit dabei. Aber bis das Auto ausgeliefert wird und das Ganze, halte ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, Leute. Und dich muss ich ja sowieso auf dem Laufenden halten. Das ist ja ganz wichtig. Da bin ich auf jeden Und Fall daher, gespannt. Robert, wir steigen ein, oder? Auf geht's. Auf geht's. Alles klar. Dann sehen wir uns später. Ja, bis später. Ja, das ist doch gut. So, dann gurten wir uns doch mal jetzt fest. Willst du jetzt schon wieder aussteigen, oder was? Nee, der halbe Gurt war in der Tür drin. Hast du jetzt schon keine Lust mehr mitzufahren? Doch? Kommst du klar mit der Tür? Ja, eher weniger. Ich habe eine Frage an dich. Ja, Dürfte ich gleich mit dir ein Foto zusammen machen? können wir machen. Wir sind nur gerade live auf Sendung, aber wenn ich wieder zurück bin, können wir gerne machen. Dankeschön. Bis dann. Robert, der will ein Bild mit dir machen. Mit mir? Mit mir will kein Ja, Mensch mit. nein, er hat mich nur gerade gefragt, ob er ein Bild mit dir machen kann. Ah, Deswegen. So Leute, also, wir sitzen hier im GT Black Series, ist das echt einer? umgebaut von Opus, vom Lukas. Und jetzt schauen wir mal, was da so geht. Wir sind genau ungefähr vor einem Jahr hier gewesen. Ne? Da sind wir mit dem GT Black Series Da gefahren. bist du da Mit gewesen. dem Beppe. Mit dem Beppi. Ich wurde ja nicht Dem war ja gefragt. so langweilig, dass er nur in Zeitungen gewesen ist. Ja. Was machst du denn da schon wieder? Der Kampf um die Nacktinsel. Ich dachte, du hast die schon durchgelesen, die Zeitung. Ja, den Teil bin ich schon fertig, aber jetzt fange ich mit dem an. Okay, Ja, genau. jetzt, wenn wir auf die Strecke gehen. Hey, warum ist jetzt einmal schlafen bei dir von dem her? Und dementsprechend haben wir jetzt natürlich den Black Series von Opus geholt, weil der Robert hat natürlich noch mehr seine Ansprüche, ja, das muss man ja natürlich da dazu sagen. Und deswegen hier 880 PS. Robert, soll ich dir eigentlich helfen mit dem Gurt, Nee, oder? Schau, wie ich da klarkomme damit. Also ich mache dann in der Zwischenzeit schon mal hier, wir gehen jetzt hier schon mal in S Plus Race. Wir sind gerade eine Runde schon gefahren und ja, ich meine, das habe ich drauf, mittlerweile 150 Runden sowas, was auch geil ist. Wir haben die komplette Strecke heute. Ja, das habe ich organisiert. Ist auf der einen Seite cool, auf der anderen Seite nicht, weil vorne kommt dann nämlich wieder die Kurve. Schauen wir mal, was wir nämlich da heute so drauf bekommen. So, ESP machen wir noch hier ein bisschen aus. Wir haben ja die schöne Traction Control, wo wir uns das Ganze einstellen können. Und wenn du jetzt dann irgendwann 10 Minuten später mal mit deinem Gurt fertig bist Ja, und also deinen Helm auf hast, dann können wir auch losfahren. Ach Michael, mach doch nicht so einen Stress. Weil wenn wir nämlich auf der Strecke sind, musst nämlich du die Leute unterhalten, Okay, verstehst? was muss ich denen erzählen? Ja, das weiß ich nicht, aber ich muss mich aufs Fahren ein bisschen konzentrieren, weil wie gesagt, ich bin schon ewig nicht mehr da gewesen, kenne die Strecke deswegen schon nicht mehr so gut. Ach so. Aber dafür habe ich ja dich dabei, du sagst mir die Kurven an, wenn es ist, oder? Geht's jetzt los? Jetzt geht's los, Wir sind schon live auf Sendung. Dann lass fliegen. mach mal. Das übrigens, Leute, ist der Markus Esser gewesen. Seid ihr gespannt auf das nächste Video, denn von hier wird es nämlich dann weitergehen zum Esser. Und da schauen wir mal, weil wir sind ja noch auf der Suche nach Robert seinem Daily, ob da ein bisschen was da dabei ist, ob da der Robert dann zuschlagen wird. Ja, hier Siehst du, steht ich sag doch, der Helm, der sitzt schon wieder wie angegossen bei dir. Ja, der sitzt alles andere als angegossen. Aber okay, bin ja da auch nicht Du böse. bräuchtest den eigentlich nicht einmal zumachen, weil der fällt dir nicht runter. Ja, der ist formschlüssig. So, ich bin immer noch nicht angegurtet, aber vielleicht schaffe ich das noch heute. Ja, wir sind jetzt dann gleich auf der Strecke, dann ist vorbei. Dann Ja, wird dann das nichts wollen mehr wir mit dem auch Angurten. nicht Ne? Dann mach dein Airbag noch fest. Mein Airbag. Ja, Ah, zieh ihn fest. So, dann einmal grüßen, die Bänder herzeigen. Ist auch ganz schön, weil jetzt ist so gerade zur Mittagspause, bedeutet es ist wenig los auf der Strecke. ich hätte auch lieber gerade Wenn wir Mittagspause. zwei Irren jetzt auf der Strecke unterwegs sind, das ist besser so. Ja, safe. Robert, Nein. hast du deinen Gurt fest? Ja, der sitzt. Können wir aufreißen? Wir können es probieren. Hinter uns kommt ein, boah, Alter, kommt der angeschossen. Alter, oh. Das ist ein Cup-Auto, ich glaube. Ja, fahr dir mal in Herz im Fix Lawyer. Na, das ist ein Cup-Auto, das könnte was werden. Das Ding hat nämlich auch brutal Aero. Nix hat der. Wir haben Aero. So, aber wir sind schon dran. Das ist ja langweilig.
Also Robert, du musst unterhalten, gell? Ja, mach ich schon. Ich bin Damit du Kommentator Bescheid vom- weißt. Alter, oh. Schau an, der Kollege kommt gleich vom Fleck, das ist ja lächerlich. Ja, das schauen wir uns jetzt erstmal ein bisschen von hinten an, bis die Reifen schön auf Betriebstemperatur sind. Und dann schauen wir mal, wann wir vorbeifahren, hätte ich gesagt, Ja, oder? wir gucken das uns mal an. Ich meine, Alter, das Ding, wie das Ding hinten rausschnalzt, ist ja brutal. Da merkst du erst noch mal einen Ticken lauter. Ja, so langsam können wir zufahren eigentlich. Alter, da hängt Schwanzel. So, jetzt geht's hier auf die Gerade zu. So, jetzt kannst du mal schön verblasen, Kollegen. Und jetzt Servus. ziehen wir mal vorbei, hätte ich gesagt, oder? Easy going. Das war ja so gesehen überhaupt gar kein Problem. Alter, was ist denn das? 5,50? Nee, 5. Ah, da musste ich leider jetzt ein bisschen lupfen. Den muss lupfen. Alter, Ich Mo. muss leider ein bisschen lupfen. Da haben wir jetzt leider nicht die 290 geknackt. Alter, das Ding schiebt halt schon noch mal ganz anders vorwärts gegenüber Ja. Serie. Bist du bescheuert? Junger Vater, ich kann ja nirgends festhalten, das ist ja Vogelfeld, alte Schwede. Jetzt muss halt nur schauen, dass da kein Zebrastreifen irgendwo kommt. So, hier mit 250 Alter, rein. Alter Schwede. Boah. Wir sind jetzt hier im Adenauer Forst, hast du gehört? Ich kann dir keine Kurve ansagen. Ja, ich sag's dir an. Ich kenne die Kurven hinten und vorne nicht. Ich auch nicht. Ich Das sag dir, Einzige, wie was das ich kenne, ist Schwedenkreuz, Flugplatz, sind wir auf Kilometer 7. Wir können Fuchsröhre. hier Gas geben ohne Ende. Lass scheppern, fix noch mal. Alter, Mo. Da rüttelst dich schon wieder durch bis zum geht nicht mehr. Gut, dass wir noch nichts gegessen haben. Ja, das stimmt. So, und wie geht's? Ah, hier schön rein und vor allem, da kommt er auch so gut wie gar nicht ins Untersteuern. Das liegt mit den Cup 2R Reifen. Brutal hier auch schön, da kannst du schön flat durchgehen. Hier einfach schön halten und dann wieder drauf. Boah, heilige Scheiße. Alter, ist das brutal. Servus Leute, grüß euch. Und, oh ja. Alter Schwede, ich weiß nicht, wo ich mich festhalten soll. Boah, Was hast du Alter. gemacht? Ja, da ist er ein bisschen quer gekommen. Ja, die Reifen verabschieden sich jetzt bald. Ja, die Reifen sind halt schon gut durch, ne? Ja, die Da geht- arbeiten wir doch auf. Da geht halt echt nicht mehr so viel, muss man sagen. Ne? Das merkt man auch. So, hier wieder schön drauf. Wir fahren die bis auf die Feige runter. Vor allem, wir haben halt einfach 30 Grad schon. Das ist halt brutal. Es ist richtig heiß, Baby. So, hier wieder schön drauf. Ja, also wenn wir den da vorne nicht schlupfen, dann weiß ich auch nicht. Wow. So, jetzt drängt den M zweimal von der Das war die Straße. Mutkurve und da halte ich nämlich nicht komplett drauf. Ja, wie? Der M2 da vorne hängt aber auch gut am Gas, muss man sagen. Bitte. Oh, schöner SLS. Schöner SLS. So, hier geht's schön rein. Alter. So, SLS, komm, reiß auf. Jetzt reiß auf, komm. Der schläft ein. Alter Schwede. Sieh dir das mal rein, wie die anderen Autos dagegen stehen. Das hätte ich jetzt gerne mal mit dem GT2 RS. Das ist einfach brutal. Robert, was los? Alter. Ich höre dich gar nicht mehr. Ja, weil es laut hier drinnen ist. Ja, das Ding ist schon gut laut, gell? Ja, ja, voll. So, jetzt kommen wir hier auf die Hedwigshöhe. Kilometer 15. So, hier schön drüber. Boah. Junge, 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 liegt das Alter. Ding. Ich schwitze mir einen weg, das ist unmenschlich. Also du merkst auf jeden Fall, vorne sind die Reifen schon echt ganz gut durch. Alter, da kommt er hier schau, leicht sind ins alles deine Rutschen. Fans. Servus, grüß euch, servus. So, hier schön raustreiben lassen. Und dann hier Alter, schön Bro. wieder rein. Vorderreifen am Arbeiten. Was ist denn da los? Meiner Polomann, Robert. Da sehe ich mich, mein Bruder. Ah, schade, da können wir jetzt leider nicht draufbleiben. Alter, ist das ein Mustang oder was ist das? Ja, ich denke schon, keine Ahnung.
Oder ein Shelby oder weiß der Geier, was da noch gibt. Hey, mega, ich habe jetzt durchs Rennen fahren mein Workout-Ziel erreicht. So, ich will Lukas sein Auto ganz lassen. Wir warten mal kurz. Jungs, Er schiebt den Polo GTI mal weg. ja, jetzt gleich. Ist eh mal ganz gut. Wir kühlen mal ein bisschen ab. Wow, Alter, Mo! Hier geht's aber richtig zur Sache. es tut mal ganz gut. Weil es ist schon Alter. krass. Man muss mal überlegen, ne? Wir haben hier 30 Grad am Start. Ja. Ja, schau mal das an. Wir haben fast 31 Grad am Start. Und wie das Ding hier das aushält, Servus. ist halt schon brutal. Jetzt schauen wir mal, was da auf der Geraden gleich geht, oder? Alter, geiler 1er BMW. So, 250, Der allerechte. 270, Jetzt 90, okay? Das weißt du schon. 300, Ja. 304, 305, 306. Ah, da vorne sind leider 2 Autos. Da können wir leider nicht voll drauf bleiben. Jetzt geht's Scheiße. wieder. Schön in die Senke rein. Alter, Schwede, du oh, merkst da merkst du direkt, hier wie's die runtergeht. Aero. Da Alter. merkst du die Aero, wie die arbeitet. Und der Robert das Ganze aber mal richtig ausgleicht. Noch schön. Da Ey, bin ich ein gibt's bisschen zu keinen spät Schwerpunkt? dran gewesen. Müssen wir jetzt unbedingt die zweite Runde fahren. Jetzt safe. Jetzt ist eh schon zu spät. Robert, was los? Bist du still? Ja, ich muss mich konzentrieren gerade. Worauf musst du dich konzentrieren? Auf dich. Alter. Geilometer. Ey, ich schwör's dir. Au. Ich geh so eingerannt. So. So, voll drauf. Alter, Mo. Ey, das ist so unmenschlich hier. Oh. Ja, da muss man leider runterbremsen. Knapp 290 haben wir drauf gehabt. Jo, wo siehst du das? Der reißt aber richtig auf, du. 33. Wir haben eine gelbe Flagge leider. Scheiße. Ah, jetzt können wir hier leider nicht richtig runterbrettern. Es ist so eine Kacke. Wer hat sich denn hier Jetzt haben wir da so schön 250 drauf gehabt, da wäre schon noch ein bisschen mehr gegangen. Aber ich sehe hier nichts. Jetzt ist Grünes war so. jetzt ist wieder grün. Jetzt können wir wieder Gas geben. Okay, das haben wir jetzt nicht verstanden. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Das Gleiche habe ich auch gerade gesagt. Dreier, reiß auf. Ich will dir nicht reinfahren in die Kiste, wirklich Danke, nicht. Herr Baby. Das ist genau das Problem, Leute, hier mit dem Auto. Du kommst hier mit Geschwindigkeiten an. Das ist einfach brutal. Da denkt ja keiner dran. Ja. Oh, ja. Ah. Ich bin einfach fertig mit den Nerven. Ist da hier die Dreiergang heute unterwegs, Ich wollte oder wie? gerade sagen, richtig viel Leider unterwegs. Oh, Alter, das ist so krass, wie schnell du hier angekommen. Alter, Junge. Ist halt brutal hier mit 200 in die Kurve rein. Und dann direkt hier 240 drauf. Vor allem, du musst halt überlegen, das ist meine 3. Runde heute. Und ich kenne mich halt wirklich hier nicht aus. Ey, das ist wirklich krank, Mann. Also Maro Engel, wenn du dir dieses Video hier anschaust, du solltest dich hier in die Kiste mal reinhocken mit 880 PS. Da geht mal richtig was vorwärts, du leck mich am Arsch. Hier geht was. Schau es an, wie das Ding durchdreht. Oh nee, jetzt schon wieder. Da würde ich mal gerne sehen, was hier der Black Series Rekordrunde fährt. Da sieht aber mal der GT2 RS Mantai aber mal sowas von Alter gegen aus, Ja. dass aber alles vorbei ist. Alter, jetzt scheppert er mal. Und vor allem, der gibt dir halt hier einfach nochmal so viel mehr Selbstvertrauen. Ja, hinter uns kommt irgendein Rennauto. Ja. Alter. Yo, Mann! Ja, und direkt in die Kuppe raus.
Der kommt aber zügig daher, du leck mich am Arsch. Wo siehst du das? Ich seh's nicht. Ja, das Scheißding fährt auf Slicks, Mann, da habe ich einfach keine Chance. Aber er kommt Komm nicht trotzdem. aufs Links. Ja, das Scheißding fährt auf Slicks, Mann, da kann ich nichts machen. Wir haben auch gleich Slicks. Komm, wir lassen ihn mal vorbei. Ich will sehen, was das für ein Ding ist. Das ist ja brutal. Jo, Noch wieder. schau dir das mal an, wie breit dieses Ding ist, Mann. Schau mal hier. Ja klar, hier Slicks, ne? Das Ding, da sind wir richtig am Arbeiten, Mann. Alter Schwede. So, aber wir sind wieder dran. Ja, schau, siehst du die Kurvengeschwindigkeit, ne? Ja. Da merkst du halt, alter Rennwagen, pur, Mann. Und von daher würde ich auch sagen, Alter, ich bin so Ich durchgeschwitzt. bin tot, ich kann Jung. nicht mehr. Junge, Junge, Junge. Wir kühlen jetzt hier schon ab, weil wir fahren danach raus. Brutal. Einfach nur Es ist unmenschlich. brutal. Und Robert, hat dich das Auto überzeugt? Das Auto überzeugt mich von Mal zu Mal aufs Neue. Ja, Fahrer Das natürlich geilste nicht. Ding. Wirklich, das heißt, es ist so krass. Du kannst damit gechillt fahren, aber du kannst damit aufreißen, dass alles zu spät ist. Ja, also schau mal, ich bin Ja. jetzt schon hier ganz gut nass geschwitzt, Ich ja. auch. Ich meine, wir haben 30 Grad, aber das ist gerade das Faszinierende wirklich, weil wir haben hier, man muss mal überlegen, wir haben 150 PS, nochmal mehr Minimum gegenüber Serie. Und dass es so ohne Probleme aushält, Krass. dank Lukas, dank des Opus Tuning, das ist schon verrückt. Wir sind jetzt 1,5 Runden wirklich Vollgas gefahren und da hat nichts gemeckert, gar nichts. Und ich habe einfach jetzt schon wieder festgestellt, das Ding hier, Leute, es ist so, ich habe es schon so oft gesagt, es ist einfach das beste Auto momentan auf der Rennstrecke mit Straßenzulassung. Für mich persönlich einfach nochmal eine Stufe höher gegenüber dem GT2S. Du kannst mit dem GT2S, brauchen wir überhaupt nicht reden, Manthey Kit, die gleiche Zeit, ähnliche Zeit, wie auch immer, ist egal, die nehmen sich nichts. Aber hier, das Auto gibt dir halt einfach nochmal mehr Selbstvertrauen und das ist der Unterschied. Es fühlt sich nochmal krasser nach einem AMG GT3 an, weil du richtig die Aero spürst. Der Sound dann noch dazu und alles. Einfach geiles Auto, geile Arbeit von Lukas. Und ja, Robert, ich würde sagen, jetzt haben wir kurz nach 1. Jetzt können wir mal was Mittagessen gehen. Ja. Hast du schon geschaut, was es heute gibt? Ich glaube, es gibt Bolo. Bolo. Ja, ja. Ja, das hört sich doch gut an, oder? Solide. Und ja, wie gesagt, Leute, seid gespannt, denn für uns geht es weiter zum Markus Esser. Wir suchen ja Roberts Daily. Ja, Und dann schauen wir mal, was da so rumsteht. Und dann würde ich sagen, sind wir raus, oder? Selbstverständlich. Gehen wir was Mittagessen. Alles Ja, klar? endlich. Also, peace out. Haut's rein.